Hallo und herzlich willkommen in einem YouTube-Vlog. Ich bin gerade schon auf dem Weg. Ich gehe heute auf ein Creator-Event und habe mir spontan überlegt, dass ich euch mitnehme. Wir verbringen heute einen Tag oder vielleicht 2 Tage zusammen. Jetzt suche ich einen Scooter und fahre dann direkt hin. Ich bin angekommen. Leute, die Aufregung ist groß. Ich halte heute auch einen Vortrag. Also ich bin gespannt. Aber ich freue mich auch darauf, alle zu sehen. Ich werde gleich meinen Vortrag halten. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, es läuft alles gut. Und Leute, unterstützt mich mit einem Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wie immer. Und drückt mir die Daumen, dass der Vortrag gut ist. Ich werde heute versuchen, ein paar Leute zu interviewen und für euch Deutschlerntipps zu sammeln. Also bleibt gespannt. Liebe Clara, hast du einen Tipp für meine Community, worauf sie achten können, wenn sie Deutsch lernen oder was denen beim Deutschlernen hilft? Ja, also das größte Thema ist, glaube ich, immer das Thema Artikel. Damit haben die meisten Schwierigkeiten oder das geben zumindest die meisten an, dass es am schwierigsten ist. Und ich habe dann ganz unspektakulären Tipp und ich glaube, die meisten werden sich ärgern darüber, aber es hilft alles nichts. Das Beste, was du machen kannst, ist, oder das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach, dass ihr am besten die Wörter mit den Artikeln zusammen lernt, dass ihr sie als Kombination lernt. Es gibt ein paar Regeln, die euch vielleicht am Anfang helfen, so einen Überblick zu bekommen, welche Nomen welchen Artikel haben, zum Beispiel Endungen oder zum Beispiel Wortgruppen wie Monate, Jahreszeiten oder Tage, dass ihr zum Beispiel den maskulinen Artikel bekommen, aber das ist einfach nicht wirklich praktisch für den Alltag. Daher ist es einfach wichtig, dass ihr die Mind-to-Muscle-Connection miteinander verbindet beim Lernen und das hilft am besten, wenn ihr einfach die Nomen mit den Artikeln nun mal zusammen lernt und vor allen Dingen auch mal laut wiederholt. Also das Sprechen dabei ist auch eine ganz wichtige Methode. Ich habe Learn German Fast, meine Brand, vor 9 Jahren gegründet. Und diese 9 Jahre, die waren sehr turbulent. Ich habe so viel Energie. Und ich bin wirklich immer überall dabei und ich möchte ganz viel machen und mit vielen reden, vieles erleben und das spürt meine Community auch und das kriege ich so oft als DM oder irgendeine Nachricht bei YouTube. Oh, deine Energie ist so cool, ich liebe deine Energie, du bist immer so positiv. Dann danke euch. Ich habe mir hier noch Lara von Deutsch mit Lara geschnappt und wollte sie auch fragen, ob sie irgendwelche Tipps für euch hat. Der wichtigste Tipp und das, was mir am meisten geholfen hat, ist mir vorzustellen, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Und das klingt absurd, ich weiß, aber das funktioniert richtig gut, weil wir unser Gehirn in eine Situation bringen, in der es sich wohlfühlt und diese Hemmung nicht mehr da ist, dass wir die Sprache als so fremd wahrnehmen, wie sie ist. Und auf welchem Niveau hast du dir das vorgestellt? Ich würde sagen, ab einem B2-Niveau, schon als ich schon über alles sprechen konnte und mich frei ausdrücken konnte. Ab einem tatsächlichen B2-Niveau, nicht als ich die B2-Prüfung bestanden habe. Das sind dann 2 unterschiedliche Sachen. Aber ja, wenn man schon gut spricht, dann kann man sich das vorstellen. Ein sehr interessanter Tipp, habe ich noch nie gehört. Vielen Dank. Skyline! So, mein Vortrag war richtig gut. Ich glaube, es hat allen gut gefallen. Ich war so aufgeregt, Leute. Es ist sehr verrückt. Ich spreche vor tausenden Menschen jeden Tag vor der Kamera, aber es war doch ein bisschen komplizierter, in der Realität mit Menschen zu reden oder vorzutragen, nicht nur zu sprechen. Aber ich habe es sehr genossen und genau, jetzt tauschen wir uns ein bisschen aus. Wir hören noch ein paar andere Vorträge und schauen, ja, was der Tag noch bringt.
Es ist so heiß in Frankfurt, wirklich die Hitzewelle ist verrückt. Übrigens, wir haben für unsere Community ein 5-Tage-Sprechtraining entwickelt. Also wenn du unbedingt an deinem Sprechen arbeiten möchtest, dann klicke einfach auf den Link unter diesem Video oder scanne diesen QR-Code und melde dich kostenlos an. Du kannst 5 Tage komplett kostenlos dein Sprechen trainieren. Hier ist der Link. Und ich gehe jetzt wieder rein, sonst schmelze ich. Es ist nämlich sehr, sehr heiß hier draußen. Ich bin gerade hier mit Verena, Deutsch mit Verenita. Welchen Tipp hast du für meine Community? Ja, das ist ein Tipp für den Alltag. Und zwar könnt ihr ganz einfach Musik auf Deutsch hören. Und man unterschätzt das manchmal, dass man bei Musik wirklich richtig viel Umgangssprache lernen kann. Es gibt viele Synonyme und natürlich sieht man da, wie auch Emotionen transportiert werden. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, Musik auf Deutsch zu hören. Und da muss man natürlich ein bisschen suchen, bis man dann einen Künstler gefunden hat oder eine Band, die einem so richtig gefällt und die bei einem selbst dann auch Emotionen auslöst. Aber wenn man das dann hat, dann ist das wirklich ein richtig guter Nebeneffekt von einer Freizeitaktivität eigentlich. Sehr cool, danke. Gerne. Nach dem Mittagessen haben wir noch ein paar Brainstorming-Sessions zusammen gehabt, haben uns ausgetauscht und danach sind wir zusammen essen gegangen. Es war ein wunderschöner Tag mit ganz vielen Emotionen und Erlebnissen. Das Essen hat übrigens auch sehr gut geschmeckt. Hallo meine Lieben, es ist schon der nächste Tag. Ich fahre gerade zu einem Termin und habe gedacht, dass ich noch schnell einen Abschluss für dieses Video drehe. Gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen. Zu etwas kommen bedeutet etwas schaffen. Also ich bin nicht mehr dazu gekommen, ich habe es nicht mehr geschafft. Und ja, also der Tag gestern war so unglaublich toll. Wir haben uns alle einfach so sehr gefreut, einander zu sehen, die Zeit zusammen zu verbringen. Und meine Präsentation war auch irgendwie richtig cool. Ich habe mir so sehr Sorgen gemacht, aber das kam richtig gut an. Alle haben mir super Feedback gegeben und das ist das Wichtigste, oder? Ich hoffe natürlich auch, dass ihr dieses Video von mir genossen habt. Das war sehr spontan, aber irgendwie wollte ich diesen Tag auch für mich nicht nur in Erinnerung behalten, sondern auch auf meinem YouTube-Kanal speichern. Und wie immer freue ich mich über ein Like eurerseits. Abonniert meinen Kanal, bleibt dran und bleibt fleißig. Wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Bis dann!